Hi, ich bin der Mai und ich heiße dich herzlich auf dem ersten Video auf meinem YouTube-Kanal willkommen. Hier wird es hauptsächlich um die Themen Zeichnen, Buchbinden und Farbenmachen gehen. Aber heute werde ich es langsamer angehen lassen und euch auf eine Tour durch mein letztes vollendetes Skizzenbuch mitnehmen. In dem Skizzenbuch habe ich von Februar bis Oktober 21 gearbeitet. Und dort drin befinden sich noch immer einige Skizzen und Zeichnungen, auf die ich immer noch sehr stolz bin. Aber ich würde sagen, wir wechseln zur Tischansicht und werfen mal einen Blick in das Teil. Und da hätten wir auch schon das gute Stück. Da geht es auch gleich auf der zweiten Seite los. Hier habe ich erstmal ein paar Handstudien gemacht, um ein bisschen reinzukommen, um das Skizzenbuch einzuweihen und mal geguckt, wie gut das Papier die Tusche verträgt. Und hier an der Seite habe ich ein bisschen mit Alkoholmarkern rumexperimentiert. Die drücken ein wenig durch, allerdings nicht so stark, dass es einen stört. Auf der nächsten Seite bin ich direkt hingegangen und habe ein paar Inkings gemacht. Die sind größtenteils abgezeichnet bzw. leicht verändert. Ich finde es nicht verkehrt, zum Üben in Skizzenbüchern viel abzuzeichnen, solange man es nicht als seine eigene Arbeit verkauft. Hier habe ich Cthulhu gemalt von H.P. Lovecraft aus dem Buch The Call of the Cthulhu. Das Buch selber habe ich leider nie gelesen, aber es gibt viele Referenzen dazu in verschiedenen Filmen und so weiter. Da bin ich hingegangen und habe mir meine eigenen Gedanken gemacht, habe aus verschiedenen Perspektiven das Monster gezeichnet und die Skizzen dann hinter in einem größeren Artwork mit Buntstiften, Markern und Tusche verpackt. Hier habe ich ein paar kleine Comics, die mache ich über meinen Arbeitsalltag hin und wieder. Das sind überspitzte Situationen, die so oder so ähnlich schon mal vorgekommen sind. Ein paar Anatomie-Skizzen dürfen auch nicht fehlen. Diese beiden sind wieder abgezeichnet. Bei dem hier hat mir die Perspektive besonders gut gefallen und bei dem die Übersicht von der Muskulatur zu dem Skelett, wo was zu finden ist. Ja, noch ein paar Hände. Auf der Seite bin ich hingegangen, ich wollte ein Artwork zum Thema Alice Madness Returns machen. Die Raupe hat mir allerdings nicht gefallen. Darum bin ich auf der nächsten Seite hingegangen und habe Alice in ein paar dynamischen Posen gezeichnet und das Ganze dann wieder hier auf einem größeren Artwork verpackt. Ja, Link. Das war eine Draw This in Your Style Challenge von Drawing Like a Sir. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Ist ein YouTuber, bei dem ihr definitiv mal vorbeischauen solltet. Hier haben wir die Göttin Ostaria, die habe ich für eine Freundin gezeichnet. Die hat mir den Anreiz gegeben, um Ostern rum natürlich. Ich habe versucht, das Ganze im Stil von so einem Holzschnitt zu machen und habe das Ganze in schwarz-weiß gehalten. Bunt wäre mir das wahrscheinlich zu kitschig geworden. Hier habe ich ein paar Porträts gezeichnet. Mittlerweile bin ich etwas besser geworden, was Porträts angeht. Ja, auf der Seite nochmal ein paar Nasenstudien, ein paar Insta-Menschen. Und hier habe ich einen Rabenschädel gezeichnet. Wieder ein Arbeitskollege von mir hat einen Rabenschädel mitgebracht, in Silber gegossen, und er wollte, dass ich ein paar Bilder für ihn male. Und da bin ich erstmal hingegangen, habe hier Rabenschädel halt in verschiedenen Stilen skizziert und das Ganze dann wieder in einem etwas größeren Bild verpackt. Die eigentlichen Bilder, die für ihn dabei rumgekommen sind, habe ich auf separaten Papieren gemacht, die er dann hinterher auch bekommen hat. Hier bin ich hingegangen und habe Gänse gezeichnet auf beiden Seiten. Da habe ich eine Challenge zum Thema Happy Little Accidents gemacht und ich wollte gerne eine dreiköpfige Gans zeichnen, die durch einen Chemieunfall halt dreiköpfig geboren wurde. Das fertige Artwork habe ich dann auch wieder auf einem separaten Papier gemacht. Hier habe ich im Stil von Terence Unchained, das ist auch ein YouTuber und Mensch auf Instagram,
Der layert Copic White mit Copic Markern übereinander, also immer wieder eine Schicht Marker, eine Schicht Copic White, Schicht Marker, Schicht Copic White, so lange bis so ein dreidimensionaler Effekt entsteht. Das finde ich ganz interessant, damit kann man halt schöne Texturen auch mit Copic-Markern erzielen. Dadurch wirkt das nicht so sauber, wie Marker normalerweise wirken, sondern ein bisschen rougher, so dass die vom Stil her auch eher mit Farben wie Acryl oder ähnlichem vergleichbar sind. Hier habe ich den D&D-Charakter von meinem besten Freund gezeichnet. Ja, wieder ein paar Studien, Körperstudien und die klassischen Zeichnungen bei Artblocks, einfach kritzeln, was das Zeug hält. Und jeder Strich ist besser, als wenn man keinen gemacht hätte. Hier habe ich wieder einfach nur rumgezeichnet, immer das, was ich gerade so gesehen habe, wenn ich uninspiriert war. Hier habe ich ein paar Perspektivenstudien gemacht. Wieder einmal Roboter und hier auf der Seite kann man sehr schön sehen, wie das Arbeiten ohne Referenzen und das Arbeiten mit Referenzen sich voneinander unterscheidet. Ohne Referenzen sah der Waschbär mehr aus wie eine Katze, mit Referenzen sah der Waschbär hinterher aus wie ein Waschbär. Hier habe ich wieder ein paar Dinge abgezeichnet, ein Schmetterling und davon inspiriert noch ein paar andere Insekten. Ja, wieder ein paar Langeweile-Skizzen. Jedes Mal, wenn ich nicht weiß, was ich malen soll, kritzel ich einfach irgendwie rum. Manchmal kommt was dabei raus, manchmal nicht. Ich meine, so ein Skizzenbuch muss ja nicht gut aussehen. Hier habe ich für eine Hochzeitskarte für ein befreundetes Pärchen das Paar designt und verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Wie hätte ich die gerne positioniert? Wie soll die Karte letztendlich aussehen? Wo soll das Pärchen stehen und so weiter? Alles nur schemenhaft. Das habe ich dann hinterher mit Aquarell und Tusche umgesetzt. Ja, hier fingen zum Teil schon die Inktober-Zeichnungen an in dem Jahr. Da habe ich meine eigentlichen Skizzen gemacht. Die letztendlichen Zeichnungen sind wieder auf separaten Papieren. Das hier war alles nur Brainstorming zu den verschiedenen Tagen, zu den verschiedenen Prompts. Da habe ich immer aufgezeichnet, was mir gerade in den Sinn kam. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht war, das war einfach nur, um eine Idee zu schaffen von dem, was ich hinterher gerne auf dem Papier haben möchte. Und dafür ist so ein Skizzenbuch eben da, um alles, was man im Kopf hat, quasi niederzuzeichnen. Soll hier ja ein bisschen rumprobieren. Wie hier jetzt beispielsweise, da bin ich dann hingegangen, die letztendlichen Zeichnungen, die waren alle auf getöntem Papier. Und hier habe ich dann Stücke von dem Papier aufgeklebt und meine Favoriten von den Skizzen an der Seite habe ich dann hier hier einmal reingezeichnet und direkt mit schwarzer und weißer Tusche geguckt, wie sich das Ganze auf dem Papier verhält. Ob das den Effekt hat, den ich gerne hätte und ob ich das dann hinterher so in groß umsetzen möchte. Das sind jetzt auch nicht alle Inktober-Zeichnungen, einige habe ich auch separat gemacht. Die Idee kam mir leider erst ganz am Ende, aber sollte ich nächstes Jahr wieder getöntes Papier benutzen, werde ich das auch wieder so machen. Das hier ist eine Zeichnung, die wollte ich immer gerne mal in groß umsetzen, habe ich bisher allerdings noch nicht gemacht. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, denn das war jetzt auch die letzte Seite.
Ich hoffe, euch hat mein Skizzenbuch gefallen. In meinem nächsten Video werde ich Aquarellfarbe herstellen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst mir gerne einen Like da und drückt auf den Abo-Button, um keins meiner zukünftigen Videos zu verpassen.